Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr diesen Wollmantel näht. Wundert euch nicht, das ist jetzt Größe L, den habe ich im Video genäht. Also der ist mir jetzt gerade ein bisschen zu groß. Das ist Größe S und das ist die Variante ohne Beleg und Futter. Den im Video nähen wir jetzt mit Beleg und Futter. Wenn ihr ohne Beleg und Futter arbeiten möchtet, dann könnt ihr einfach ab dem Punkt, wo wir den Beleg annähen, aufhören, denn dann ist der Mantel hier schon fertig. Ihr lasst einfach die Kanten hier überall offen. Dafür braucht ihr einen Stoff, der entweder Kanten hat, die nicht ausfransen, oder ihr nehmt einen Rollsaum an der Overlock und versäubert hier die Kanten einmal schmalkantig. Ihr könnt aber auch, wenn ihr Lust habt, eine Weste daraus nähen. Das sieht dann so aus. Da ist die Verarbeitung dann die gleiche, außer dass ihr dann den Ärmel weglasst. Ja, dann würde ich sagen, wir starten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nähen. Ich habe mir jetzt die Schnittteile schon mal so aufgelegt, wie im Zuschneideplan zu sehen. Bevor ihr jetzt zuschneidet, ist es wichtig, dass ihr nochmal kontrolliert, ob der Fadenlauf parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch ist. Das mache ich immer, indem ich mein Maßband nehme und einmal am oberen Ende vom Fadenlauf messe und dann einmal an der unteren Seite. Und dann mein Schnittmustern ja bereits die Nahtzugabe enthalten ist, könnt ihr dann einfach direkt an der Papierkante den Stoff ausschneiden. Die Passe und auch der Beleg für das hintere Halsloch werden im Bruch zugeschnitten. Das heißt, ihr legt es genau hier an die Bruchkante. Ihr könnt aber auch, wenn ihr es noch genauer haben wollt, erstmal grob den Stoff ausschneiden und danach in einfacher Stofflage zuschneiden. Ich habe die ersten Teile jetzt schon ausgeschnitten und da sage ich euch mal kurz, wo wir alles Knipse haben, die ihr markieren solltet. Ich würde euch immer empfehlen, die Knipse nicht an der Schnittkante einzuschneiden, sondern solche Stifte zu benutzen, denn ja, ich finde immer, da kann man viel genauer mit arbeiten und manchmal gerade als Anfänger schneidet man schon mal gerne ein bisschen zu tief in den Stoff und das wäre natürlich schade, gerade wenn man einen Wollstoff hat, der vielleicht auch nicht ganz günstig war. Beim Vorderteil haben wir hier oben an der Schulter einen Knips, dann haben wir hier vorne im Armloch einen Doppelknips, an der Seitennaht hier oben zwei, mittig ein und unten am Saum. Dann haben wir hier unten auch nochmal am Saum einen Knips und hier hinten auch größenabhängige Knipse und hier hinten an der vorderen Kante auch nochmal größenabhängige Knipse. Am Beleg haben wir ähnliche Knipse, also an der Schulter einen. Hier an der Seite haben wir einen, hier unten größenabhängige Knipse, jeweils 1, 2, 3 und hier oben auch nochmal. Der rückwärtige Beleg, da haben wir hier oben einen Knips und wir knipsen uns auch ganz, ganz wichtig die hintere Mitte oben und unten. Das gleiche mit der Passe. Wir haben hier einen Knips, wir knipsen uns die hintere Mitte oben und unten und dann haben wir noch zwei Knipse im Armloch. So, dann schneide ich jetzt noch eben die Ärmel und das Rückteil zu und zeige euch da auch noch, wo die Knipse sind und dann können wir mit dem Nähen starten. So, dann haben wir hier die Knipse noch am Unterärmel. Hier haben wir zwei Knipse im Armloch und an der Seite 1, 2, 3 und hier auch an der inneren Seite 1, 2, 3. Am Oberärmel haben wir hier die Armkugel, da haben wir den Doppelknips hier vorne. 1, 2, 3 größenabhängige Knipse und zwischen dem ersten und dem letzten Knips wird die Armkugel später eingehalten. Das erkläre ich euch dann noch. Und dann haben wir hier auf der Seite einen Knips, hier unten nochmal einen und am Saum genauso gegenüber und darüber nochmal 1, 2. Am Rückteil haben wir hier im Armloch einen Knips, zwei Knipse hier, einen Knips hier, am Saum jeweils einen Knips und hier auch nochmal einen. Am Gürtel gibt es keine Knipse, den nähen wir einfach rechts auf rechts aufeinander. Da brauchen wir nichts weiter beachten. Als nächstes schneiden wir dann das Futter zu. Das Rückteil kommt direkt an den Bruch und wird im Bruch zugeschnitten. Daneben dann das Vorderteil und noch die beiden Ärmel. Bevor ihr zuschneidet, solltet ihr auch hier wieder kontrollieren, ob die Fadenläufe parallel zur Webkante und zum Stoffbruch sind. So, auch im Futter haben wir ein paar Knipse. Hier am Oberärmel haben wir 1, 2 hier, 1, 2, 3, 4, 5 im Armloch und 1, 2 hier. Im Rückteil haben wir 1, 2, 3 im Armloch,
Dann haben wir 1, 2 in der Seitennaht. Dann haben wir hier unten einen. Ganz wichtig ist auch hier die Punktmarkierung und die Punktmarkierung hier oben sowie der Knips. Denn hier der Knips sowie die Punktmarkierung geben an, von wo bis wo ihr das Futter zusteppt. Und dann knipst ihr euch noch den Bruch in der hinteren Mitte. Am Vorderteil haben wir 1, 2, 3 Knipse im Armloch und 1, 2 an der Seitennaht. Und nach vorne hin haben wir 1, 2, 3 Knipse. Am Unterärmel haben wir hier 1 und 2 Knipse, hier innen auch nochmal 1 und 2 und im Armloch auch einen. Als letztes benötigen wir dann noch Einlage für die Belegteile, für das Vorderteil und das Rückteil. Da schneidet ihr euch einfach ein Stück Einlage aus den Schnittteilen zu und fixiert damit die Schnittteile. Fixieren solltet ihr immer ohne Dampf und mit viel Druck und die Temperatur am besten langsam steigern und schauen, wie viel Temperatur ihr da braucht. Ansonsten gibt auch der Hersteller immer Angaben dazu, wie ihr die Einlage aufbügeln müsst. Wir starten mit dem Rückteil und dafür legen wir uns jetzt die beiden Rückteile rechts aufeinander und schließen die hintere Mitte bei 1 Zentimeter. Ihr könnt hier gerne selber entscheiden, ob ihr die Teile versäubern wollt oder nicht, denn wir arbeiten ja die Variante mit Futter und da könnt ihr auch ohne Versäuberung arbeiten, weil dann ja nachher das Futter darüber ist und dann alles verdeckt ist. Als nächstes legt ihr dann die Passe rechts auf das Rückteil und schließt auch hier die Kante bei 1 Zentimeter. Als nächstes nehmen wir die Ärmel. Dafür legen wir Unterärmel rechts auf den Oberärmel und schließen beide Nähte. Also sowohl die längere Linie hier als auch die kürzere Linie hier schließen wir beide bei 1 cm und danach bügeln wir die Nahtzugabe auseinander. Als nächstes nähen wir den Gürtel. Dafür legt ihr die beiden Teile des Gürtels rechts aufeinander und näht einmal rundherum im Abstand von 1 cm den Gürtel zusammen. Lasst hier in der Mitte eine ausreichend große Wendeöffnung. Ich würde so 10-15 cm offen lassen, am Anfang und Ende verriegeln. Am besten markiert ihr euch das kurz mit einem Stift, weil ich vergesse das auch gerne während des Nähens, wo ich dann aufhören muss. Also einmal hier eine Öffnung lassen und dann nähen wir einmal rundherum und wenden dann danach den Gürtel auf die rechte Seite. So, als nächstes nähen wir die hintere Mitte Naht und das ist diese Naht hier hinten. Das ist nämlich das Vorderteil und das ganze Stück geht in das Rückteil mit rein. Und wir schließen dann jetzt diese Naht, indem wir die beiden Vorderteile rechts aufeinander legen und hier die Naht bei 1 cm schließen. Dann schließen wir die Schulternähte. Ich habe jetzt hier das Vorderteil und hier diese Kante ist die Schulternaht, die jetzt auch rechts auf das Rückteil kommt, also hier auf diese Schulternaht. Ich habe das jetzt nochmal umgedreht, also wir sehen jetzt hier das Rückteil und hier geht das Vorderteil weiter und wir schließen dann jetzt hier die Schulter bei 1 cm bis 1 cm vor Ende der Schulternaht vom Rückteil. Da ist auch eine Punktmarkierung, bis da nähen wir und verriegeln und dann schneiden wir ein und können dann weiter nähen. Also wir nähen jetzt hier die Schulternaht bis zum Punkt hier vorne und verriegeln. Und dann schneiden wir hier von der Ecke bis zum Ende der Naht ein. Nicht in die Naht schneiden, sondern nur bis kurzer, das kann man jetzt ganz schlecht erkennen, aber hier endet die Naht und ich habe jetzt hier eingeschnitten und dann fangt ihr hier wieder in der Naht an, legt alles wieder bündig, hintere Mitte aufeinander und wieder bis zur anderen Seite hoch. Also wir beginnen wieder in dem Punkt, wo wir eben geendet haben. Ich fange immer gerne einmal kurz an zu nähen, um mich dann unter der Maschine zu sortieren. Und dann schaue ich, dass ich die beiden Teile aufeinander legen kann. Hintere Mitte auf die Naht. Dann schauen, dass beide die gleiche Länge haben. Und dann kann ich bei 1 cm nähen. So, dann machen wir hier auf der anderen Seite genauso weiter wie eben auch. Ihr müsst nämlich jetzt genau den Punkt, der hier am Rückteil ist, auf den Punkt treffen, der am Vorderteil ist. Das heißt, ihr legt die jetzt aufeinander
schließt bei 1 cm und dann kommt ihr zwangsläufig zu diesem Punkt, dass ihr hier enden müsst. Und dann machen wir hier wieder das Gleiche. Wir schneiden von der Ecke hier bis zur Naht ein und drehen dann die Schulternaht vom Rückteil auf diese Strecke hier vom Vorderteil. Die Strecke hier vom Rückteil, die liegt dann relativ gerade und auf der Rückseite, da dehnt sich das, wo wir eingeschnitten haben, ein wenig auseinander. Und dann fangen wir wieder am Punkt an zu nähen. Achtet darauf, dass ihr keine Falte einnäht dahinter. Und dann könnt ihr die Schulternaht komplett schließen. So sieht es dann von der einen Seite aus, vom Rückteil aus gesehen. Und so sieht es von der anderen Seite aus, vom Vorderteil gesehen. Und wenn wir das jetzt wenden, haben wir hier eine Ecke reingenäht. Wir können jetzt die Naht sogar einmal ordentlich auseinanderbügeln und dann geht es weiter. So sieht es jetzt aus. Wir haben jetzt hier die beiden Vorderteile. Die Schulter hier ist geschlossen und so sieht es von hinten aus. Einmal das Rückteil. Ich habe jetzt die Teile schon rechts auf rechts, also wir schauen hier gerade auf die linke Seite, denn wir schließen als nächstes die Seitennaht. Dazu einfach einmal von oben nach unten im Abstand von 1 cm beide Seitennähte schließen. Als nächstes setzen wir dann die Ärmel ein. Dafür bereiten wir noch etwas vor, denn die Ärmel haben in der Armkugel eine kleine Mehrweite, die wir ein bisschen einhalten müssen. Und da ist es einfacher, wenn wir uns jetzt hier in der Armkugel vom ersten Knips hier am Oberärmel bis zum letzten Knips zweimal große Stiche nähen und die ein bisschen anziehen, damit wir die Mehrweite ein bisschen besser einhalten können. Ich zeige euch das mal. Ich habe jetzt hier den Oberärmel und hier vorne haben wir einen Doppelknips. Da beginne ich jetzt und nähe mit einem großen Stich bis zum Ende hier am letzten Knips die erste Naht im Abstand von einem halben Zentimeter. Nicht verriegeln, nehmt euch einen großen Stich. Ich mache jetzt hier mal auf 5. Ist wichtig, dass ihr nicht verriegelt, sondern einfach Füßchen heben und abschneiden. Und dann machen wir noch eine zweite Naht im Abstand von 1,5 cm. Wir beginnen wieder am ersten Knips, nicht verriegeln, bis zum letzten. Und jetzt können wir die Nähte etwas anziehen. Dafür nehmt ihr euch die Unterfäden und zieht ganz leicht daran. Und Ziel ist es jetzt dann, eine Mehrweite hier reinzubekommen, ohne Fältchen einzunähen. Das ist bei Wollstoffen eigentlich relativ einfach. Schwieriger wird es zum Beispiel bei Blusenstoffen, bei einem Baumwollpoplin oder so. Da ist es dann schon teilweise ganz schön tricky. So in der Art sieht es dann aus. Ihr seht, der Ärmel wird rund. Und wie viel ihr jetzt hier einhalten müsst, das seht ihr dann, wenn ihr euch das Rumpfteil dazu holt und den Ärmel da einnähen möchtet. Also jetzt hier nochmal von der richtigen Seite. Das ist die rechte Seite. Ihr seht, das macht die Mehrweite. Der Ärmel wird hier an der Armkugel runder. Das sieht viel schöner aus und gibt auch mehr Bewegungsfreiheit. Ich habe hier jetzt mein Armloch und ziehe mir meinen Ärmel da rein, den passenden. Und dann müsst ihr die richtigen Knipse aufeinander finden. Ich habe den Ärmel jetzt hier in das Armloch gesteckt und ich zeige euch mal kurz, wo welche Nähte und Knipse aufeinandertreffen. Wir haben hier die Schulternaht. Da trifft kein Knips drauf, denn wir haben kurz neben der Schulternaht einen Knips. Der trifft auf dem Knips im Ärmel am höchsten Punkt. Dann haben wir weiter hinten an der Passe noch einen weiteren Knips. Der kommt auch wieder auf einen Knips hier im Arm. Dann weiter unten im hinteren Armloch haben wir auch noch einen Knips. Der trifft dann wieder auf einen Knips im Unterärmel. Und dann haben wir noch einen Knips im Unterärmel, der trifft auf die Seitennaht. Dann haben wir hier die Naht vom Ärmel, die hat keinen weiteren Knips. Und dann haben wir hier noch den Doppelknips, der natürlich auf den Doppelknips im Ärmel kommt. Und wie ihr seht, so viel Mehrweite ist das gar nicht. Ich habe hier tatsächlich viel zu viel eingehalten. Das kann man wahrscheinlich auch unter der Nähmaschine ganz gut einhalten. Ihr näht jetzt Ärmel und Armloch im Abstand von 1 cm zusammen und achtet natürlich darauf, keine Falten einzunähen. Wir nähen dann jetzt als nächstes die beiden Belegteile auch wieder hier hinten an der hinteren Mittennaht bei 1 cm zusammen. So, und dann nähen wir den Beleg rechts auf rechts an das Vorderteil. Also wir nähen jetzt die
komplette Kante rechts auf das Vorderteil. Die beiden Nähte hier in der hinteren Mitte treffen aufeinander. Einmal rundherum und wir schließen das Ganze dabei 1 cm. Wir bügeln dann die Nahtzugabe in den Beleg und bügeln dann den Beleg nach innen um. Wir nähen dann jetzt als erstes die Gürtelschlaufen, das sind diese Teile hier. Die legen wir jetzt rechts auf rechts und nähen sie bei 0,5 cm zusammen. Und dann können wir das Teil wenden. Ich nehme dafür immer gerne hier so ein Wendeset. Das ist ein Tunnel und ein Stab. Dafür brauchen wir ein Ende, das geschlossen ist. Das nähe ich mir jetzt noch kurz. Aber klar, je nachdem, wie ihr das Teil wenden möchtet, könnt ihr es vielleicht auch offen lassen. Ich mache das jetzt mit dem Teil. Man schiebt diesen Tunnel in das genähte Stück und drückt dann mit dem Holzstab da rein und kann dann ganz einfach das Teil wenden und fertig ist. Und dann könnt ihr das noch einmal bügeln und dann haben wir schon unsere Gürtelschlaufen. Bevor wir jetzt das Futter einnähen, nähen wir noch die Gürtelschlaufen, die wir gerade genäht haben, an. Dafür würde ich euch empfehlen, den Mantel einmal anzuziehen und zu schauen, wo eure Taille ist und dann ein Stückchen darüber anzufangen, die Gürtelschlaufe anzunähen. Und was ihr auch noch machen könnt, ist einmal die Säume an den Ärmeln und auch unten 4 cm nach innen umzubügeln und dann können wir mit dem Futter weitermachen. Wir haben uns ja die Gürtelschlaufen einmal festgesteckt und wir nähen sie als erstes nach oben hin, also zum Ärmel an. Einfach einmal drüber nähen, so bei 0,5 bis 0,7 cm. Und dann schlagt ihr die Gürtelschlaufe runter. Dann holt ihr euch am besten nochmal euren Gürtel für die Länge. Das ist die Breite des Gürtels, der soll dann natürlich drunter passen, vielleicht auch ein bisschen lockerer. Also die Gürtelschlaufe ist deutlich länger und ich würde mir das jetzt so weit einschlagen, wie ich das brauche. So, das reicht locker. Und dann einmal hier annähen und das restliche Stück hier, das könnt ihr dann wegschneiden. Das ist bei dicken Wollstoffen schon ordentlich viel Stoff. Ihr könnt euch auch noch mal ein bisschen mehr dahinter legen. Ich lege mir jetzt einfach den Gürtel dahinter, damit die Maschine das ordentlich transportiert. Und dann könnt ihr das hier unten im Abstand von 0,5 cm festnähen. Den Rest schneiden wir einfach weg. Und schon haben wir die Gürtelschlaufen drin. So, hier machen wir natürlich das gleiche wie auch eben am Oberstoff. Wir schließen die Ärmel an den kurzen und an den langen Seiten. Dafür legt ihr euch die Futterteile rechts auf rechts, also Ober- und Unterärmel rechts auf rechts und schließt sowohl die längere als auch die kürzere Seite bei 1 cm. Ihr schnappt euch euer Rückteil und dann legt ihr das einmal rechts auf rechts aufeinander mit den Seitennähten bündig. Denn wir nähen jetzt die Futterfalte in der hinteren Mitte. Wir haben ja hier oben einen Knips und auch eine Punktmarkierung, genauso wie wir auch unten Knips und Punktmarkierung haben. Der Punkt ist etwas weiter oben hier, aber wir nähen dann jetzt vom Knips bis zum Punkt hier oben und vom Knips hier unten bis zum Punkt da. Das ist dann unsere Futterfalte, die können wir dann danach auch noch einmal einbügeln. Ich habe die Falte jetzt hier eingebügelt, dadurch klappt die wieder zu, wenn ihr den Mantel hinhängt, aber gibt genug Bewegungsfreiheit, wenn ihr euch auch bewegen wollt. Als nächstes nehmen wir dann den Beleg an. Der gehört ja hier in das Halsloch und dann nähen wir den jetzt rechts auf rechts in das Halsloch hier ein. Dafür starte ich einfach hier vorne. Ich würde mir jetzt hier gerade nichts stecken, sondern das unter der Nähmaschine organisieren, weil das hier so 2 gegenläufige Rundungen sind. Es ist etwas schwer, das vorher zu stecken. Dann könnt ihr noch die Nahtzugabe nach unten bügeln und danach näht ihr dann die Futtervorderteile an die Schulter an. Die müssen bündig mit dem Futterrückteil sein und ihr habt ihr dann am Beleg einen kleinen Überstand, der dann nachher angenäht wird an den Vorderteilbeleg, den wir schon am Mantel haben. Als nächstes nähen wir dann die Seitennähte zusammen. Dafür legt ihr euch Futtervorderteil auf Futterrückteil und näht im Abstand von 1 cm hier einmal runter. Als nächstes nähen wir dann den Ärmel ein. Dafür legt ihr euren Ärmel rechts auf rechts ins Armloch und steppt ihn bei 1 cm fest.
nähen dann jetzt das Futter rechts auf den Beleg an. Ich habe jetzt hier den Beleg vom Vorderteil und da legen wir jetzt Futtervorderteil an und nähen einmal rundherum bis oben das Futter fest. Ihr hört 1 cm vor dem Ende des Vorderteilbelegs auf, denn da schneiden wir dann wieder ein, drehen unser Belegteil und nähen es fest. So, ich komme jetzt hier zum Ende. Wir haben jetzt hier eine Überlappung von 1 cm vom Beleg zu dem Vorderteilbeleg und wir enden jetzt genau hier in diesem Punkt, wo wir vorher auch das andere Stück angenäht haben. Dann schneiden wir hier bis zu der Naht ein, dass wir das drehen können und nähen jetzt hier weiter bis 1 cm vor Ende hier. Dann schneiden wir hier einmal von der Ecke schräg bis zur Naht. Und dann können wir das restliche Stück Beleg an den Halsausschnitt nähen. Das sieht so von der einen Seite aus und so von der anderen. Hier also wieder die Öffnung, die es uns erlaubt, das ein bisschen weiter zu dehnen. Ihr legt dann jetzt den Knips auf die hintere Mitte Naht und dann können wir den Beleg bei 1 cm annähen. Ihr startet wieder im gleichen Punkt, wo ihr eben aufgehört habt. Dann eine Runde sortieren, Knips auf die hintere Mitte legen und bei 1 cm annähen. Und das Ganze machen wir jetzt quasi auch nochmal rückwärts in die andere Richtung. Also wir nähen jetzt bis 1 cm vor Ende von dem Beleg. Dann schneiden wir hier von der Ecke zum Ende der Naht ein, drehen das kleine Stückchen hier einmal weiter. Nähen wieder bis 1 cm vor Ende und steppen dann das restliche Futter auf der Kante fest. Wir haben das Futter ja jetzt hier eingenäht und uns fehlen jetzt noch die Säume. Dafür wendet ihr das Teil nochmal. Ich habe nämlich gerade vergessen, den Saum mit anzunähen, aber gar kein Problem. Einmal wenden. Ihr habt euch ja den Saum hier schon umgebügelt und jetzt steppen wir dann das Futter einfach auf dem Saum fest. Dafür klappt ihr genau hier am Beleg um und dann starten wir hier oben bei der Knipsmarkierung auf 4 cm Höhe, also auch da, wo ihr umgebügelt habt und lasst es dann langsam einlaufen bis hier auf 1 cm und nähen dann den gesamten Saum bei 1 cm an. Und auf der anderen Seite machen wir dann wieder das Gleiche. Wir nähen dann langsam auf die 4 cm hoch. So, jetzt haben wir das Futter eingenäht und als nächstes fehlen dann noch die Ärmel. Dafür zieht ihr den Mantel an, schaut, dass das Futter im Ärmel nicht verdreht ist. Also es müssten jetzt die Nähte der Futterärmel auf die Nähte des Oberstoffärmels passen. Und jetzt muss das Futter und der Oberstoff rechts auf rechts aufeinander gelegt werden. Wir stecken uns das einfach nur, damit ihr nachher, wenn ihr es umdreht, eine Orientierung habt. Weil da kann man schon mal schnell durcheinander kommen. Also ich drehe mir jetzt das Futter einmal nach innen und auch den Oberstoff einmal nach innen und stecke mir das Ganze fest. So vorsichtig ausziehen und dann wenden wir das Ganze durch die Öffnung, die ihr in einen der beiden Futterärmel habt. Dann fehlt uns ja noch der Ärmelsaum und den hatten wir ja bereits aufeinander gesteckt und wenn ihr das jetzt wendet, dann sieht das Ganze irgendwie so aus. Hier ist meine Nadel drin. Und wir hatten das ja rechts aufeinander gesteckt. Wichtig ist jetzt einerseits die Positionierung, wenn ihr jetzt die Nadel löst, dass ihr nicht verrutscht mit dem Futter. Also ich habe jetzt hier an der Naht gesteckt und dann solltet ihr auch genau die Naht vom Futter da wieder drauf stecken. Also ihr steckt euch das jetzt rechts aufeinander.
andere Naht. Stecke ich auch noch mal was rein. Und dann nähen wir das Ganze hier bei 1 cm rechts auf rechts an und wenn wir das dann wenden, ist der Ärmel richtig rum eingenäht. Den Futterärmel habt ihr oben und den Oberstoffärmel unten, also die sind nicht ineinander, sondern die ergeben dann so einen Schlauch, wenn man es fertig genäht hat. So, wir haben jetzt das gesamte Futter angenäht und wir wenden das jetzt durch die Öffnung im Ärmel, die wir gelassen haben. Dafür müssen wir erstmal den Ärmel finden. Wo wir die Öffnung hier. Und durch diese Öffnung am Ärmel ziehen wir jetzt dieses gesamte Teil und wenden es damit. Das ist ein bisschen aufwendig, wie so eine kleine Geburt von dem fertigen Mantel. Aber dann haben wir es auch schon geschafft. Weil das Schöne an dem Mantel ist ja, dass dann keine Knöpfe mehr dran müssen und keine Knopflöcher. Wir haben nur den Gürtel zum Schließen, also die absolut keine Knöpfe und Knopflöcher möchten, für die ist der Mantel perfekt geeignet. Ihr müsst mal schauen, ob hier die Kanten am Beleg vorne schön sind oder ob ihr da noch mal ein bisschen was verschneiden müsst von innen. Da könnt ihr einfach durch den Ärmel noch mal durchgreifen und schauen, ob das schön liegt. Ihr könnt auch den Nahtschatten einmal hier am Saum in den Nähten den Saum fixieren. Das ist auch kein Problem. Dann kommt nämlich der Saum auch nicht wieder raus. So sieht das dann vorne am Beleg aus. Also wir haben hier so eine kleine Falte drin. Die könnt ihr auch noch mal ordentlich einfügen. Hier vorne die Kante, da könnt ihr auch noch mal ein bisschen was verschneiden. Das ist hier auch noch relativ dick. Da könnt ihr ein bisschen was rausschneiden. Hier vorne an der Belegkante, wo wir bei 4 cm gestartet haben und dann auf 1 cm runter am Futter sind, da könnt ihr gerne jetzt hier einmal kräftig wegschneiden. Dann wird das nicht so dick. So. Und dann können wir das wenden. Und dann schließen wir noch den Ärmel. Das ist aber wirklich die kleinste Übung, denn ich mache das eigentlich immer so, dass ich mir jetzt die beiden Seiten nehme, beide Kanten einschlage und dann einfach einmal drüber steppen. Und dann ist es zu. Es muss jetzt auch nicht einen Schönheitspreis gewinnen, finde ich, denn das verschwindet nachher im Ärmel. Und dann sieht es niemand. Wenn ihr mal in gekaufte Teile reinguckt, da wird das genauso gemacht. Es fällt keinem Menschen auf, dass da irgendwo eine Naht ist. So sieht es dann aus und fertig. So, der Mantel ist fertig. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wenn ihr jetzt noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt mir gerne an christina@bara-studio.com. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal hier abonniert, denn dann verpasst ihr nicht, wenn ich neue Videotutorials hochlade und wenn ihr mir ein Like da lasst. Wenn ihr noch mehr von Bara Studio sehen und hören möchtet, folgt mir gerne auch bei Instagram unter bara_studio. Da findet ihr jeden Tag neue Stories behind the scenes. Ich stelle neue Stoffe und Schnittmuster vor, mache immer auch mal wieder Livestreams. Also ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir da dann folgt.